Hallo und herzlich willkommen bei Marijn Caravaning, Ihrem Carthago Center West. Heute wieder nicht aus Altenhoven, sondern aus Düsseldorf, genauer aus der Halle 15 am 6. Tag des Caravansalons 2023. Ich stehe heute mit dem Sven zusammen von Arvinger Trenntoilette. Am besten stellt sich einmal kurz selber vor, bitte. Ja, mein Name ist Sven Mahn, ich bin Inhaber und Gründer der Firma Arvinger. Ich habe die Kassettentrenntoilette erfunden und darf die hier heute präsentieren. Sehr schön. Ein Thema, was uns alle betrifft, wo man aber nicht so viel drüber spricht. Was zeichnet diese Toilette aus? Was unterscheidet sie von der normalen Chemietoilette? Also Trenntoilette trennt das Flüssige vom Festen und braucht kein Wasser, keine Chemie, und wir brauchen auch keine Chemieentsorgungsstellen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, jederzeit irgendwo zu entsorgen, wenn wir eine Toilette haben oder sonst irgendwie auf dem Parkplatz oder ähnliches, und dementsprechend sind wir autarker. Wir nehmen nicht besonders viel Fäkalien mit, sondern haben mehr Möglichkeiten, das Ganze zu entsorgen. Das ist der signifikante Unterschied, und wir unterscheiden uns von allen anderen Anbietern darin, dass wir die original eingebauten ZV-Toiletten umbauen, ohne das Badezimmer zu zerstören. Das heißt, wir tauschen die Kassette aus und wir tauschen das Innenleben aus. Das hier ist die C260, die in den meisten Carthago ja auch mit verbaut ist. Und wenn wir hier mal reingucken, dann sehen wir, das ist bereits eine Trenntoilette. Wir haben hier diesen Trenntoiletteneinsatz, das heißt, die Schüssel wird auseinandergenommen und dieser Trenntoiletteneinsatz wird hier reingebaut, passt in die Originalaufnahme, ist auch genauso groß. Man sieht eben auch, die Brille und der Deckel wird wiederverwendet. Und hier unten, wenn man reinguckt, ist einmal hier hinten für das Feststoff, also für den Feststoff, die Öffnung, und vorne dann eben für den Urin, der Trichter, der den Urin dann eben in die Kassette umleitet. Und das ist der zweite wesentliche Aspekt. Wir haben eine Kassette gebaut, die eben vorne das Feste reinfallen lässt in eine Tüte. Hier kommt dann mit Kleintierstreu oder Kaffeesatz oder mit allem, was irgendwo trocknet. Das kann hier rein, wird hier drüber gestreut und dann trocknet das Ganze, und dadurch, dass es trocken ist, fängt es dann nicht an zu riechen. Der Urin geht über einen Schlauch hier hinten rein. Der Urinkanister fasst so 7,7 Liter, reicht für 25 Toilettengänge, weil man kein Wasser nachspült. Man sagt 200 bis 400 Milliliter pro Toilettengang an Urin, je nachdem, wie viel Bier man getrunken hat, logischerweise. Aber tatsächlich spült man eben kein Wasser mehr nach. Das heißt auch, einer der wesentlichen Vorteile ist, alles, was ich an Wasser mitführe, spüle ich nicht mehr die Toilette runter. Das Ganze kann ich auch getrennt entsorgen. Das heißt, wenn die Kassette hier hinten im Kassettenschacht drin ist, kann ich hier entspannt genau diese Kassette dann mitnehmen, und die wiegt eben keine 20 Kilo wie die normale Kassette, die dann ja deswegen extra Rollen hat, weil ich glaube, sonst ist es schwierig, die über den Platz zu schleppen. Die wiegt knappe 7 Kilo oder 8 Kilo dann nachher, wenn sie denn komplett voll ist. Jetzt bin ich mal gerade für die kritischen Fragen heute zuständig, weil das ist auch mal das, was so die Zuschauer so interessiert oder auch die Kunden interessiert. Du sagst, ich brauche jetzt überhaupt gar keine Wasserspülung mehr. Ich fange jetzt mal da ganz oben an, weil wenn ich meine Geschäfte erledige, ob es jetzt Pipi oder was das Roasted halt ist, dementsprechend habe ich hier oben schon keine Geruchsbelästigung. Nein. Gar nicht. Das kann ich dann später, wenn ich das reinige, kann ich das ganz normal mit einem Haushaltsreiniger kann ich das reinigen. Der Kunststoff ist also gegen... Das ist wirklich gegen Chemie. Also Urin wird hier ja auch abgehalten. Ja. Und wir sagen immer Essigessenz oder verdünnte Essigessenz, Essigwasser. Das ist das Ideale, weil das eben auch nicht mit dem Urin als solches reagiert und dementsprechend dann auch nicht zu Geruchsbildung führt dann am Ende. Ich mache das immer so, wenn ich meine Kassette rausnehme, bevor ich das tue, wische ich wirklich die gesamte Toilette einmal durch mit Essigessenz, spüle auch nochmal den Schlauch an der Stelle, und dann nehme ich die Kassette hinten raus und entleere alles, neue Tüte rein, Kassette rein, und das Ding ist frisch. Hochinteressant ist natürlich, weil das ist genau die Toilettenart, die bei uns in den Carthagos verbaut ist. Ja. Ne? Und jetzt habe ich aber beispielsweise den einen oder anderen Kunden, weil du sagst, du nimmst den Einsatz raus. Ja. Du kannst ja beispielsweise bei uns beim C-Line diesen Keramikeinsatz kannst du wählen. Ja. Wenn ich denn jetzt einen Kunden habe, der beispielsweise beim Neukauf damals den Keramikeinsatz gewählt hat, also wir reden von Bestandsfahrzeugen, nicht von Neufahrzeugen, also nicht von Bestellfahrzeugen, wo ich noch alles wählen kann, sondern eins, was schon draußen ist, kann ich auch den Keramikeinsatz austauschen gegen deinen Einsatz? Ja, prinzipiell ja. Technisch ist das machbar, weil der Sockel ist derselbe. Das heißt, wir haben schon einige Keramik auch umgebaut. Der Knackpunkt dabei ist, dass wir gerade mit ZV verhandeln, dass wir tatsächlich an diese Schüsseln hier rankommen, weil ohne diese Schüssel können wir sie nicht umbauen. Wir brauchen die Kunststoffschüssel. Das heißt, wir haben mit einigen Kunden das dann tatsächlich so gemacht, dass wir eine gebrauchte Toilette irgendwo gekauft haben, wo wir nur die Schüssel dann verwendet haben, um dann die Keramik auszutauschen an der Stelle. Klingt ein bisschen komplex, hat aber damit zu tun, dass diese
Spüleschüsseln von der C260 im After Sales nicht vorhanden sind. Die 220er kann man tatsächlich so kaufen, deswegen können wir auch die C200 gut umbauen. Aber bei der Keramik hier, da, wie gesagt, es geht in die richtige Richtung, sagen wir es mal so. Ja, also ich stelle extra bewusst die kritischen Fragen. Halt, alles gut, das ist ja nicht kritisch, das ist ja wichtig. Das ist eine total wichtige Information. Das heißt also, im Moment ist es so, dass ohne Probleme alles, was bei uns an Fahrzeugen im Bestand ist und keinen Keramikeinsatz hat, ohne Probleme umrüstbar. Sofort, ja, sofort. Ja. Okay, das ist auch für den Malibu Van mit dem Schwenkklo auch kein Problem. Exakt, genau das ist auch der Punkt. Du kannst es auch auf das Schwenkbad, auf die Schwenktoilette setzen. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht auch. Der Punkt ist ja, dass wir an dem Badezimmer selber nichts ändern. Wir tauschen ja nur die Kassette aus und das Innenleben hier von der Bowl. Der Schiebemechanismus, da steht ja nur der Sockel drauf. Es ist also, der Unterschied ist eigentlich nur, dass der Sockel dort beweglich ist oder auf einem beweglichen. Ja. Das Innenleben als solches ist das, was wir austauschen. Und deswegen macht das überhaupt nichts aus an der Stelle. Man kann es genauso benutzen wie vorher auch, nur dass man es dann eben als Trenntoilette benutzt. Okay, ungefähre Umbauzeit einer solchen Anlage, wenn man es natürlich schon 2- oder 3-mal gemacht hat? Also für euch als Einbaupartner, wenn ihr das macht sozusagen aus der Werkstatt heraus, irgendwo sicherlich so 20 Minuten nachher. Wir haben auch Spezialwerkzeug tatsächlich gebaut und erfunden, damit man eben die Sitze einfach rausdrücken kann mit so Spezialhebeln. Der Laie oder der Kunde, der es jetzt selber machen möchte, das geht ja auch am Ende des Tages, braucht vielleicht so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ein bisschen länger wahrscheinlich, weil man eben die Bowl einmal abschrauben muss. Und dann habe ich eben 6 Schrauben mehr, die ich schrauben muss, aber es sind auch nur 6 Schrauben. Und es ist einfach, es kann vom Laien gemacht werden und es geht echt schnell. Also einbauen kann es jeder. Man muss jetzt nicht, ich sag mal, als Einbaupartner zertifiziert sein oder so. Nein. Wenn ich jetzt sage, Mensch, das finde ich so toll, das System, bis jetzt finde ich es toll, dann kann ich sagen, ich möchte von dir jetzt Einbaupartner sein und dann kann ich das meinen Kunden auch dementsprechend anbieten. Exakt. Wir machen demnächst auch wieder eine Einbaupartnerschulung, das machen wir mal online. Dann nehmt ihr einmal dran teil, das dauert so 1,5 Stunden und dann seid ihr zertifizierter Einbaupartner der Arvinger. Super. Und dann dürft ihr das auch wunderbar einbauen und wir liefern euch dann auch dementsprechend. Ja. Kostenpunkt des, ich sage jetzt mal, des Umbaukittes, kannst du den nennen oder gibt es den nur dann komplett den Preis, den du jetzt rausgibst, mit den Einbaukosten schon inkludiert? Nein, wir machen tatsächlich eine unverbindliche Preisempfehlung, insbesondere, was anderes können wir gar nicht machen. Das liegt hier bei der C260 bei 1.199. Hier auf der Messe haben wir einen Messepreis, da geben wir 200 € Rabatt oder Nachlass an der Stelle. Und für die C200 sind es 1.399, weil wir da deutlich mehr Teile mitliefern müssen und eben auch selber Teile einkaufen müssen bei Setford an der Stelle. Also 1.300 € ist der Umbau-Kit ohne die durchgeführte Arbeit, wo du 1.200 sagst... eigentlich. 1.200, okay, Ja, genau. Ohne die durchgeführte Arbeit und da sagst du, das ist plus minus, ich sag's mal irgendwie dreiviertel Stunde. Genau, richtig. Ja. Okay. Gut, jetzt eine Frage, wie kommt man eigentlich darauf, sich mit so einem Scheiß zu beschäftigen? Wenn du sagst, du hast das erfunden, dann musst du noch mal irgendwann mal die Idee gehabt haben als Gesamtmenschenskinder, das ist was, das will ich jetzt mal in die Hand nehmen, das will ich jetzt revolutionieren, weil ich muss... Der Christian, der kann auch schon nicht mehr. Wie kommt man auf so eine Idee zu sagen, jetzt mache ich so etwas, das packe ich jetzt an, das ganze Thema und mache es so, dass es eben für Bestand ist. Weil im Moment ist tatsächlich immer wieder die Herausforderung, dass man, wenn man jetzt, ich sag mal, andere Wettbewerbsprodukte halt verbaut, dann müssen die Toilettenräume zum Teil so stark umgebaut werden, dass man, weil gerade jetzt bei Bestandsfahrzeugen, dass man zum Teil noch sieht, wo hat es vorher gesessen, wenn ein Auto schon 4, 5 Jahre alt ist, weil die Weichmacher im Kunststoff, die vergilben dann ein bisschen diese Kunststoffwände. Und bei dir ist ja wirklich der Wahnsinnsvorteil, ich greife einfach in das einfach ein, was da ist, tausche es innen drin aus. Das also zu jedem Zeitpunkt bei einem neu wie auch bei einem älteren Fahrzeug zu machen. Aber auf die Idee muss man erstmal kommen, das so anzufassen wie du, weil das finde ich jetzt echt genial. Also ich habe tatsächlich selber ein Fahrzeug konstruiert mal, vor 3 Jahren und hatte vorher eine anderen Trenntoilette in unserem selbst ausgebauten MAN. Und meine Damen haben sich dann gerne mal darüber beschwert, dass wir die Hinterlassenschaften durchs Fahrzeug schleppen mussten. Und ich habe mich gefragt, warum gibt es das eigentlich noch nicht, dass man das durch die Kassette entledigen kann an der Stelle. Und der zweite Aspekt, der dann eben dazu geführt hat,
dass ich mich intensiv damit beschäftigt habe, war, ich musste ein neues CAD-System lernen. Und das hier ist meine Fingerübung quasi. Die erste Fingerübung war die C260-Schüssel in diesem CAD-System und dann kam dann so langsam das ganze Thema auf und dann habe ich es natürlich auch angemeldet und so weiter. Also dann hat das alles seinen Lauf genommen und irgendwann habe ich erkannt, dass das doch keine schlechte Idee ist. Mit meinem ersten YouTube-Video, was mittlerweile 120.000 Leute gesehen haben. Ja, das beschäftigt ganz viele Menschen. Alle, genau. Und, das jetzt, und seitdem habe ich es dann nach vorne gepusht und jetzt stehen wir hier eben auf diesem Stand und sind mit durchschnittlich 4, 5 Leuten hier und sind eigentlich den ganzen Tag nur am Sabbeln. Ja, das glaube ich dir. Also das ist wirklich ein Thema, es geht auch jedem Camper was an, weil diese Bedürfnisse hat nun mal jeder. Und ich habe die Entsorgung nach wie vor über den vorhandenen Toilettentank. Ich habe eine Autarkieverlängerung von meinem Brauchwasser schon alleine im Reisemobil, weil ich nicht mehr spülen muss. Erster Riesenvorteil. Zweiter großer Vorteil, ich habe keine Geruchsbelästigung, brauche auch keine jetzt Sog-Toilettenentlüftung oder sonst irgendwas da anzusteuern, weil du sagst, es ist komplett geruchslos. Auch die festen Stoffe halt dementsprechend und die entsorgst du ganz normal über einen Hausmüll oder... Genau. Man kann auch eine Sog noch mit anbauen, wenn man möchte, oder eine andere Belüftung dann, wenn man das Ganze ein bisschen beschleunigen möchte, dass es trocknet dort an der Stelle. Das muss man ganz klar sagen. Der Toilettengang als solches, der riecht tatsächlich erstmal. Das ist auch zu Hause so. Ne? Streichholz und aufpassen, dass es nicht knallt. Achso, bei dir nicht. Ja gut, also du bist ein Einhorn, okay. Und das ist natürlich vorher auch da, aber durch das Streu oder ähnliches wird es dann tatsächlich einfach trocknet das und dann riecht es tatsächlich nicht mehr. Ja, und das hängt natürlich auch ein bisschen von der Ernährung ab. Ne? Also beim Spargelessen, da hast du es auch wieder. Ne? Also, okay. Ne? Also ich wohne in der Spargelgegend. Ne? Bei uns gibt es ja auch ganz viele Spargelfelder und das ist ja wirklich ein Phänomen. Das ist ja schon eine Stunde danach oder so, riecht man ja schon. Ja. Okay. Genau. Haben wir das auch geklärt? Wunderbar. Also ich habe an der Stelle jetzt, glaube ich, zu der Toilette keine Frage mehr. Ich weiß nicht, wenn der Marco noch eine Frage hat. Ansonsten wäre meine Frage nur noch, wann kannst du uns schulen? Wann können wir die Produkte haben? Weil ich bin schon der Meinung, das ist was jetzt für den Kastenwagen und natürlich auch für unsere Reisemobile. Gerade jetzt auch in der 3,5-Tonnen-Klasse. Ich spare da nochmal deutlich an Gewicht mit. Definitiv, ich finde, es ist eine super interessante Geschichte. Ja. Ernsthaft jetzt. 13.09. ist die Einbaupartnerschulung, weil wir hier auf der Messe wirklich einigen Zuspruch hatten dort. Wir haben mittlerweile über 30. Jetzt auf der Messe sind locker 15, 20 dazugekommen, die Schulung haben wollen. Wir machen das, wie gesagt, online am 13.09. und da lade ich euch natürlich zu ein. Ja. Dann habt ihr das Thema auch erledigt und wir sind lieferfähig. Also insofern können wir danach dann direkt auch das noch. Ja, noch ein USP, das gibt es ja auch nicht. Ja. nee, das sind wir. Insofern können wir loslegen. Vor ungefähr einem Jahr habe ich den Andreas kennengelernt. Marco habe ich heute kennengelernt. Heute wart ihr hier, habt euch das endlich mal angeguckt und am 13.09. machen wir die Schulung zusammen. Danach steht es für euch zur Verfügung. Ich wünsche euch noch viel Erfolg auf der Messe. Danke. Wir haben Spaß gehabt und das wird noch 4 Tage weitergehen so. Wenn ihr uns besuchen wollt, Halle 15 E03 ist unser Stand. Bis dann. Ciao. Ciao, tschüss. Ja.